Man nennt ihn Hollywoods Moneymaker und den Billion-Dollar-Man, Robert Downey Jr. Er ist der Inbegriff von Charisma und war nicht umsonst der bestbezahlteste Schauspieler der Welt. Der Unterschied zwischen Robert Downey Jr. und den anderen Schauspielern ist Charisma. Er ist in Filmen und im echten Leben ultra charismatisch. Die Körpersprache, der Augenkontakt, die vokale Tonalität sind viel mächtiger und wirkungsvoller, wenn es darum geht, dass du die Frauen anziehst, die du willst, Menschen beeinflusst, die du willst und wirklich die verdammte Auswirkung machst auf diese Welt. Ich analysiere Robert Downey Jr. Subkommunikation und seine Signale von hoher Status, die er unterbewusst aussendet. Wir schauen uns dazu ein Interview von ihm und Tom Holland bei Jimmy Kimmel an. Drücke auf Gefällt mir und abonniere den Kanal, bevor wir anfangen, wenn du es nicht bereits getan hast, weil du in den nächsten Minuten viel Wert bekommen wirst. I saw it was a rough cut of the movie, but it is easily the best Spider-Man movie and a great movie. We were all knocked out by it. Thank you, sir. Ich will dich etwas fragen. Warst du jemals auf einer Grillparty, in einem Restaurant oder irgendwo auf einem Sofa mit deinen Freunden? Bist du an der Außenseite gesessen und warst nicht in der Mitte, im Zentrum der Aufmerksamkeit? Was passiert normalerweise, wenn du in dieser Situation bist? Du fängst irgendwie an, dein Gesicht aus der Konversation zu nehmen, stimmt's? Du wirst unbeteiligter. Du fängst nahezu an zu schmollen und denkst dir, du bist kein Teil davon und gibst vielleicht einfach vor, an deinem Handy zu sein, ignorierst es und vielleicht machst du einen guten Punkt oder Kommentar, um zurück in die Konversation zu kommen. Achte auf Robert Downey Jr. und seine Körpersprache. Er lehnt sich nicht zurück oder wendet sich ab. Er sitzt nicht einfach da und schmollt oder ignoriert die Konversation. Er wird das Geschehen erzwingen. Er lehnt sich vor. Achte auf den Stuhl, er benutzt nur die Hälfte davon. Er scheißt drauf, komfortabel zu sitzen, damit er ein Teil von dem Gespräch sein kann. Er will absolut ein Teil davon sein. Er hat immer noch eine gute Haltung und er wird das Geschehen erzwingen. Achte in den nächsten Minuten darauf, was es für ihn tun wird. Wenn du jemals wieder in so einer Situation bist, dann hör auf, innerlich zu heulen. Hör auf, ein kleines Mädchen zu sein. Hör auf zu jammern und krieg dich verdammt nochmal in den Griff und stelle dich in die Konversation. Erzwinge das Geschehen, wie es Robert Downey Jr. hier macht. Lass uns einen Blick drauf werfen. You guys seen the movie yet? I have. I saw it about a month ago. You did, and what'd you think? You know when you revise for an exam and you feel like you crushed it, but the longer you wait for the results, the more you think you kind of He's British, by the way. ruined it. He's a test. Was genau hat Robert Downey Jr. getan? Er hat totales Kommando und Kontrolle über die Situation genommen. Jimmy Kimmel hat dem Jungen eine Frage gestellt und Robert Downey Jr. hat ihn einfach unterbrochen. Niemand denkt, es wäre grob oder unhöflich. Alle lachen darüber. Warum ist das so? Robert Downey Jr. macht etwas sehr Mächtiges, das Männer mit hohem Status und die weltbesten Kommunizierer wiederholend tun. Mit Frauen, Freunden und im Business. Und es ist das. Er weist auf das Unsichtbare hin. Er macht das Unsichtbare aufmerksam. Jeder Mensch, der den Film Spider-Man gesehen hat, weiß, dass der Junge im Film einen amerikanischen Akzent hat. Und hier hat er plötzlich einen britischen Akzent. Jeder, der das Interview sieht, fragt sich, was hier falsch ist. Robert Downey Jr. weist auf das Unsichtbare hin, was jeder sich gefragt hat und niemand für sich erklären konnte. Wenn du in einer merkwürdigen Situation bist und diese komische Stille eintritt, dann ist es besser, entspannt auf das unterbewusste, unsichtbare Geschehen aufmerksam zu machen. Robert Downey Jr. tut das hier und er weist auf das Unsichtbare hin. Und jetzt ist es sichtbar und es zeigt Empathie, dass du weißt, was hier vor sich geht. Es ist eine hohe Statuseigenschaft, weil Leute sehen, dass du sozial intelligent und sozial aufmerksam bist. Es zeigt Sicherheit, es ist eine attraktive Eigenschaft. Vielleicht erinnerst du dich genau jetzt an einen Moment in deinem Leben, wo dieser komische Moment war, als jeder tief im Inneren dasselbe gedacht hat, aber niemand hat etwas darüber gesagt. Was wäre, wenn du das nächste Mal einfach aufstehen würdest, wie Robert Downey Jr. und auf das Unsichtbare aufmerksam machst? Was würde das für den Eindruck von anderen über dich machen? Was würde das für die Energie von der Konversation machen? Okay, ich will jetzt, dass du darauf achtest, nachdem Robert Downey Jr. die Kontrolle über die Interaktion übernimmt. Was tut der Junge? Was tut er genau? Weil er hat die ganze Aufmerksamkeit von dem Publikum. Und alles ist auf ihn gerichtet. Ich will, dass du darauf achtest, was er mit seinen Haaren und seinen Händen tut, okay? The longer you wait for the results, the more you think you kind of He's British, by the way. ruined it. He's a test or a... Wie du gesehen hast, als Robert Downey Jr. das Gespräch unterbrochen hat und sich Kontrolle genommen hat, fängt der Junge an seinen Haaren zu streichen. Seine Haare sitzen eigentlich perfekt, aber er fängt an seinen Haaren zu spielen und seine Hände zu reiben. Warum tut er das? Worte können lügen, aber der Körper tut es niemals. Man nennt das passives Verhalten. Passives Verhalten ist etwas, das Leute tun, wenn sie sich unkomfortabel fühlen
und sie wollen sich wieder komfortabel aufrichten. Wenn du passives Verhalten siehst, dann weißt du erstens, dass sie unkomfortabel sind und zweitens, versuchen sie, sich komfortabel zu machen. Es subkommuniziert, dass du nicht komfortabel bist, dass du nicht auf der Stufe von deinem Gegenüber bist und du erzählst es durch diese unterbewussten Signale von passivem Verhalten, wie deine Haare zu streichen oder deine Hände zu reiben. Achte in deinem Leben in Zukunft darauf und vermeide es für dich selber und sei einfach entspannt, wie Robert Downey Jr. es hier im Moment ist. Achte jetzt darauf, wenn Robert Downey Jr. sagt, er ist gut, was der Junge mit seinen Lippen und seinen Händen macht. I mean, what I had to do, they're like, he's great, isn't he? I was like, yeah, he is. And that was it. 3 words. Nice. Did they say he's great? Hast du das passive Verhalten von dem Jungen bemerkt? Wie du weißt, bedeutet passives Verhalten, dass man sich unterbewusst unkomfortabel fühlt. Robert Downey Jr. macht jetzt etwas, das jeder Mensch mit hohem Status tut. Achte jetzt darauf. Did they say he's great, isn't he, about any of the other guys that they brought in? Everybody was good, and then there was just this other element of like you saw it, and I was there. Yeah. It feels like the Spider-Man that I read about in the comic books when I was like 8 years old. That's the Spider-Man that you play in this movie. Coming home. Er hat sich selber zuerst komfortabel gemacht. Menschen mit hohem Status, egal in welcher Umgebung sie gerade sind, ob sie sitzen oder stehen, machen sich selber zuerst komfortabel. Sie gehen als erstes. Sie sind die Ursache und nicht die Wirkung. Sie reagieren nicht, sie sind proaktiv. Dadurch, dass sie die Ursache sind, benehmen sich die anderen wie die Wirkung und gehen nach ihnen und passen sich an. Es ist fast wie Magie. Als Robert Downey Jr. sich komfortabel macht, siehst du, wie der Junge auch seine Körpersprache anpasst und sie verändert? Achte darauf, wie es funktioniert. Everybody was good, and then there was just this other element of like you saw it, and I was there. Yeah. Das ist Hoher It feels Status. Es macht Robert Downey Jr. charismatisch und zu dem Mittelpunkt von dem Interview. Was denkst du, wen die Frauen in diesem Moment begehren? Robert Downey Jr. aufgrund seinen hohen Statussignalen, seinen Subkommunikationen, die ihn so charismatisch machen. Es gibt keine verdammte Ausrede, dass du nicht dasselbe tun kannst und es in deinem Leben anwenden kannst. Du kannst dein Verhalten trainieren, bis es natürlich ist. Du musst dafür nicht Robert Downey Jr. sein, um diese Verhaltensweisen in deinem Leben anzuwenden. Wenn du Wert aus diesem Video gezogen hast, dann drücke auf Gefällt mir. Wenn du noch nicht im Team bist, dann abonniere den Kanal. Wenn du großartig bist, was du bist, dann bis zum nächsten Mal. Champ.